Es ist mitten in der Nacht. 5 nach 6. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier vom Salzburger Hauptbahnhof. Noch relativ ruhig hier, wie Rita richtig gesagt hat, kurz nach 6. Er steht in der Nacht auf. Weil noch nicht so viel los ist. Bahnsteig 5. Ja. Und es wird schon durchgesagt, dass die Züge Verspätung haben. Ein guter Start. Ja. Wir haben heute vor, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, mal mit dem Zug ins Legoland zu fahren. Ihr habt uns ja einige Male angeschrieben, wie das so ist mit den Öffentlichen. Und wir stehen ja sonst auch früh auf, wenn wir mit dem Auto hinfahren. Also, heute einfach so nein. einfach so nein, aber fürs Legoland ja. Mit dem Zug müssen wir noch einen Ticken früh aufstehen. Zuerst geht es jetzt mal nach München und dann weiter mit einem anderen Zug eben nach Günzburg. Wird auch noch eine schnellere Verbindung geben, allerdings geht das dann nicht mit dem beliebten 9-Euro-Ticket in Deutschland. Und wir werden jetzt hier mal einsteigen und schauen, ob der Zug überhaupt schon da ist. Und dann melden wir uns wieder. Ihr seht, Rita ist wenig begeistert und das, obwohl es ins Legoland geht. Sagen wir mal, oh, Zug steht schon hier. Ja, viele von euch fahren auf jeden Fall gerne mit dem Zug oder Bus ins Legoland. Und da haben wir uns gedacht, das können wir doch auch mal machen. Und jetzt haben wir den Salat. Und weil wir gute Jause mit haben, jede Menge sogar. Ich hoffe für euch, dass die Züge pünktlich sind und keine Leute drinnen sind. Wehe, es sind schreiende Kinder drin. Ich sehe aber schon einige, die hier auch vielleicht sogar ins Legoland fahren. Ja, genau. Wir steigen jetzt mal ein und melden uns dann von drinnen wieder. Rita, bist du schon etwas fitter? Ein bisschen. Kurz nach 8, München Hauptbahnhof. Wir müssen jetzt schauen, wo unser nächster Zug abfährt. Was auf jeden Fall interessant war, die Zugfahrt war ganz angenehm. Was interessant war, wir hatten Glück. Wir sind gerade so ein paar Meter nur hinter dem Lokführer gesessen, in einem Abteil, was ja so 3/4 voll war. Und in Rosenheim sind so viele Leute eingestiegen in den Zug, dass der Zug nicht mehr weiterfahren konnte, weil die Türen nicht mehr zugegangen sind. Weil alle beim gleichen, der gleichen Tür, glaube ich. Bei uns ganz vorne nicht mal ganz voll. Also das war sehr interessant. Keiner wollte sich zu uns setzen. Keiner wollte sich zu uns setzen. Wir schauen jetzt, wo es weitergeht. Das ist, glaube ich, nicht unser Zug hier. Aber wir melden uns dann gleich wieder. Richtung, keine Ahnung, Frankfurt. Nein. Rita weiß noch nicht, auf welchem Bahnsteig wir wegfahren, aber wir schauen jetzt dort vorne gleich auf der, wir fahren nach Münster. Auf der Anzeige. Wir sind auf jeden Fall begeistert, welche Züge wir hier heute sehen. Nicht nur begeistert, dass wir Rita vor die Linse bekommen, sondern auch die ganzen anderen. Und ich sehe schon unseren Zug, das ist gar kein Problem. Bahnsteig 16. Nach Treuchtlingen. Nach Ulm. 10 Minuten Verspätung. Ich hoffe, das holt er wieder ein, denn wir wollen ja bald im Legoland sein. Ja. Ich habe auch. Oder wir kaufen uns noch schnell einen Kaffee. Mal sehen. Mal gucken. Wir sind kurz aus dem Bahnhof rausgegangen. Erstens, weil unser Zug Verspätung hat, also der Anschlusszug. Und zweitens, weil Rita, wie könnte es anders sein, wieder einkaufen gehen muss. Sie ist jetzt gerade beim DM hier drinnen. Ich weiß gar nicht, was sie einkauft. Ich habe ihr schon gesagt, wenn wir deswegen jetzt den Anschlusszug verpassen, dann reicht's mir. Wir wollten außerdem kurz ein paar Sekündchen München genießen, auch wenn man hier nicht viel sieht. Hier am Hauptbahnhof, ein paar Straßenbahnen sind unterwegs und jede Menge Leute. Anschlusszug hat, wie gesagt, momentan 10 Minuten Verspätung. Das ist verschmerzbar. Die Fahrt hierher war sehr angenehm. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Wie ihr am Ortsschild erkennen könnt, wir haben es geschafft, liebe Freunde. Der Zug war mehr als voll. Rappelvoll. Ja, Leute am Gang, Leute auch in den Toiletten. Ja. Und zwar nicht am Klo, sondern dort gestanden, weil sonst nirgendwo Platz war. Ja, wir schauen jetzt mal, wo der Zug wegfährt. Der Bus wird. Gell? Es ist kurz vor 10:30, hatten auch ein bisschen Verspätung. Aber sehr nette Gespräche an Bord. Man lernt sehr viele Leute kennen. Ja. Wie unser Sitznachbar gesagt hat, sehr viel Körperkontakt, ungewollter. Ja, also die Stimmung bezüglich des 9-Euro-Tickets scheint nicht allzu gut zu sein, hier jetzt Ende August. Wird sowieso nicht mehr verlängert, also schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau. Ja. Falls ihr Interesse habt, ihr habt uns auf jeden Fall mehrere Male schon gefragt, wie man hier jetzt vom Bahnhof zum Bus kommt. Wir können euch das leider auch nicht sagen, weil wir das erste Mal jetzt hier am Bahnhof sind. Aber wir finden es. Aber wir nehmen an, es wird hier irgendwo in der Nähe sein. Der Bahnhof ist ja nicht allzu groß. Ja. Und es ist auch Premiere für uns. Nicht nur den Bahnhof sehen wir das erste Mal, sondern auch die wunderbare Stadt Günzburg. Ja, also hier ist auf jeden Fall mal der Busbahnhof und gleich die erste Einfahrt hier, Bussteig B. Hier steht Linie 818 ins Legoland. Mit 13 Minuten Wartezeit. Ich glaube, das tut uns jetzt eigentlich ganz gut. Also relativ einfach zu finden. Ersten Stopp sind wir sofort hinausgehüpft und gehen jetzt um die Ecke und dann sollte eigentlich das Legoland fahren. Richtig, ein kleiner Uhrenvergleich verrät uns, es ist kurz vor 11, das heißt wir sind vor ungefähr 5 Stunden von zu Hause weggegangen. Und wir sind jetzt das erste Mal mit dem Zug ins Legoland Deutschland gefahren. Das hatte vor allen Dingen den Grund, dass der zweite Zug leider doch um einiges verspätet war und dann natürlich der nächste Bus ins Legoland auch erst der nächste war, den wir nehmen konnten. Wir haben es jetzt aber geschafft und uns mehr oder weniger damit bewiesen, dass es auch geht, öffentlich ins Legoland hier reinzufahren. Ja, müssen wir mal schauen, ob wir das nochmal machen. Es ist vom Zeitaufwand her schon ein wenig mehr gewesen jetzt als ursprünglich geplant. Aber wir haben schon festgestellt, viel einkaufen kann man bei der Frequenz im Zug natürlich nicht. Ja, was natürlich auch daran liegt, dass momentan noch das 9-Euro-Ticket gültig ist. Und wir haben schon ein paar Mal auf der Autobahn auch einen ganz schönen Stau gehabt und sind auch erst gegen 11 Uhr hierher gekommen. Was haben wir heute vor? Wir gehen jetzt zuerst mal rein, schauen mal, was heute los ist und dann lassen wir uns treiben. Es gibt einen Weltrekordversuch zum Thema Städtebau, den werden wir uns auf jeden Fall anschauen und vielleicht auch noch das ein oder andere Shopping-Erlebnis. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Schauen wir mal, wie viel Material wir am Ende des Tages beisammen haben werden. Aber jetzt gehen wir erstmal. Aber jetzt geht's mal rein und dann schauen wir. Ich öffne nur, Moment, die Legoland-App. Ich wollte schon von herinnen ein bisschen filmen, konnte aber nicht, weil Rita auf der Toilette ihr Mikro angelassen hatte und sonst ist oft die Verbindung nicht so gut, aber dort hatte sie vollen Empfang und da wollte ich jetzt auch weil Kinder zusehen, nicht filmen. Wir haben jetzt übrigens gerade einen kleinen Einkauf, den wir von einem Freund namens Jürgen bereitgestellt bekommen haben. Dort hinten bei den Schließfächern, also gleich nach dem Eingang links deponiert. Kleine Schließfächer, 4 Euro den ganzen Tag, große 6. Wir haben uns ein kleines genommen, genügt vollkommen. Als nächstes ist Rita schon, glaube ich... Obwohl es ein großer Einkauf hat. Ja. Oder halt. Bricklink-Bestellung zeigen wir euch gerne. Wir wollen jetzt mal in Richtung dieses Weltrekordsversuchs schauen. Ja. Was dort so los ist, welche Stadt dort gebaut wird. Was man da bauen muss, wie man baut, warum man baut. Genau. Fragen über Fragen. Und falls ihr euch auch fragen solltet, was wir uns eigentlich auch selbst fragen, warum wir heute schon wieder im Legoland sind, wo wir doch gerade erst vor 2 Wochen hier waren. Es war eine relativ spontane Blitzaktion. Ich weiß es selbst
ich nicht. Ich hatte irgendwie Lust drauf, ins Legoland zu fahren. Warum auch nicht? Haben wir immer. Und wir haben uns dann gedacht, ach, ist doch egal. Auch wenn das frühe Aufstehen, gelinde gesagt, etwas, ja, scheiße war. Aber wir haben uns gedacht, wir schauen heute noch mal her. Außerdem soll das Wetter heute noch ganz schön werden. Es ist jetzt auch 10 nach 11. Wir werden es heute wieder ein bisschen genießen, schauen, wie hier die Stimmung ist. September-Neuheiten gibt es noch keine, soweit ich das mitbekommen habe. Sie sollen zwar wohl schon geliefert worden sein, aber natürlich noch nicht im Verkauf. Das heißt, da gehen wir heute leer aus. Außerdem bei den vollen Zügen werden wir sowieso Probleme haben, da Großeinkäufe mit an Bord zu bekommen. Aber wir lassen uns heute einfach treiben, nehmen euch gerne mit. Ja. Wie gesagt, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Beschwerden habt, dann jederzeit, Beschwerden eher weniger, die könnt ihr bei Rita deponieren. Ansonsten gerne mich kontaktieren. Und ich muss sagen, ich verschreie es nicht, aber es sieht relativ okay aus von den Leuten. Es ist schon mal mehr los gewesen. Ich weiß jetzt auch nicht, wo diese Weltrekordstadt gebaut wird, aber das werden wir jetzt gleich mal im Miniland für euch rausfinden und dann melden wir uns wieder. Doch eine kleine Stärkung, bevor es zum Bauen geht. Rita ist wieder beim Futtern. Genau, im hinteren Bereich des Minilands, wo wir letztes Mal die Bühne gesehen haben, haben wir heute dieses formidable Stadtlayout hier vor uns, welches aber noch im Bau ist. Wir werden jetzt da mal schauen, wie viel da schon aufgebaut wurde. Rita will selbst was bauen. Ich glaube, da hinten stehen sich die Leute schon an, dass sie mitbauen können. Ja. Ich hoffe, das dauert nicht die Schlange. Da schauen wir natürlich auch kurz mal hin. Es sind hier jede Menge Looks dabei, jede Menge Bauvereinigungen aus ganz Deutschland. Und hier ist, wie wir das sehen, die Stadt. 500 Gebäude, 100 Quadratmeter und Gebäude, die zum Teil fixfertig aufgebaut sind, wie sie von Lego aus dem Karton kommen. Hier Zug natürlich am Start. Modular Buildings, der neue Rollercoaster, wow, der ist wirklich extrem hoch. Teilweise auch Gebäude von den verschiedenen Looks, so wie hier zum Beispiel von der Steinhanse, die hier am Start ist. Und zum Teil sind hier auch Gebäude, die die Besucher bauen können. Rita will da auch eine Modularplatte, 32×32 oder wie auch immer das funktioniert, belegen. Schauen wir mal, auf jeden Fall sind da ganz ulkige und coole Gebäude dabei. Also das ist wirklich eine nette Angelegenheit. Ich glaube, da müssen wir zweimal rundum gehen, um hier alles einfangen zu können. Sind auf jeden Fall auch viele bedruckte Fliesen hier, das Dach der Steinhanse. Total cool. Ich sehe gerade, die Kamera ist nicht ganz gerade, aber ihr verzeiht es mir hoffentlich. Und die Aktion geht noch bis zum 10. September, wenn dann hier der Weltrekordversuch abgenommen wird. Wow. So, hier jetzt auf der Hinterseite dieses Weltrekordversuchs, damit ihr auch ein bisschen einen Einblick bekommt, was hier alles gebaut wurde. Wir haben auch gerade wieder, oder besser gesagt, ich mit sehr netten Leuten gesprochen, die uns erkannt haben von YouTube. Grüße gehen raus. Und hier sehen wir schon diverse extrem coole Aufbauten. Sehr bunt, sehr kreativ, auch olivgrün hier am Start. Vor kurzem dürfte es geregnet haben, weil hier doch einige Steine noch nass sind. Hier Soldaten, Piraten und so weiter. Ich nehme euch einfach noch ein bisschen mit. Hier extrem viele Modular Buildings. Also hier sind wirklich alles, was Rang und Namen hat, ist hier vertreten an Looks und natürlich auch kleinere Lego-Bauer. Toll auf jeden Fall, was hier alles geboten wird. Gerne. Schon beeindruckend, was manche Leute hier einfach so ohne Anleitung von sich geben können. Und genau solche Häuser fehlen uns eigentlich zuhauf noch in der Stadt. Hier auch mit tollen Teilen. Das erinnert mich so an die frühen 90er, wenn ihr hier auf das Dach schaut, in Rot mit den weißen Verzierungen. Ich kann Ihnen auch ein bisschen was erzählen, wenn Sie das interessiert. Bitte, junger Mann. Wir haben vorne zum Beispiel das originale Lego-Haus, mit dem es damals begonnen hat. Welches ist das? Laufen wir einmal so. Ja?
Sehr gerne, junger Mann. Ein Highlight, muss ich sagen. Die Landwirtschaft mit abgebranntem Feld. Oh, cool. Ah ja. Hier ist die Feuerwehr im Einsatz. Ja. Der Kern wurde gebaut von den A-Force. Und genau, die sind Montag angereist und haben praktisch hier in die Mini-Stadt drumherum gebaut. Und es geht jetzt praktisch darum, mit den Kindern den Weltrekord drumherum zu bauen. Und genau, das Ziel sind zwischen 500 und 700 Häuser, die um das Stadtzentrum drumherum gebaut werden sollen. Und hier, wie gesagt, so viele Details wie das abgebrannte Feld. Man sieht hinten zum Beispiel den Apple Store, wir haben einen Kirmes da hinten. Hier, das hier war ein Teamprojekt von dem, also es sind verschiedene Clubs, die angereist sind. Zum Beispiel Steinhanse oder Schwabenstein 2x4. Genau, und das war zum Beispiel ein Projekt, die große Waschanlage dort. Und was auch noch ein großes Highlight ist, wenn man um die Kurve drumherum geht, kommt man zum allerersten, also hat jemand probiert, das allererste Lego-Haus nachzubauen. Dort schauen wir jetzt noch gemeinsam hin. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig beeindruckend hier. Habe mir gar nicht vorgestellt, dass das so groß ist. Und hier können ja alle Baubegeisterten noch bis 10. September sich verewigen. Genau, also wenn das Projekt so lange geht, man sieht ja, dass schon ordentlich gebaut wird, dann kann hier jeder, der will, auf einer 16x16 oder 32x32 Platte mitbauen und dann eben sein Haus hier hinstellen, schauen, wo er sich am wohlsten fühlt, in welchem Grundstück und das dann ja, seinen Platz in der Welt suchen, in der Stadt. Hier eben die Kirmes. Ganz wichtig. Und falls, also man sieht ja auch bekannte Sets vielleicht, die der ein oder andere wiedererkennt, aber ihr Ziel ist eben immer, wenn sie so ein fertiges Set kaufen, dann trotzdem eben noch eine Eigenkreation draus zu machen, dass es dann zu einem Mock wird, also zu einer My Own Creation heißt es ja. Das heißt, selbst die fertigen Sets werden immer noch weiter angepasst, sodass es sich, ja, hier hinten eine Illustration von Hundertwasser zum Beispiel. Wow. Und dieses rote Haus hier ist die allererste Lego-Werkstatt. Zumindest wurde mir das so erzählt. Ganz richtig, ich glaube, da gab es auch mal ein Lego-Set davon, aber nur in Dänemark, im Lego-Haus erschienen, wenn ich richtig liege, ganz richtig. Wow, total viele Details, auch Minifiguren, Autos, Ja. Vegetation, was man hier alles sehen kann. Und die Lego-Bauvereinigungen haben sich hier auch schon verewigt, wie ich sehe. Alles, was Rang und Namen hat, Steinhanse, Schwabenstein. Waren die auch alle hier vor Ort? Genau, oder? die waren alle vier vor Ort, haben dann Montag wurde begonnen, die Podeste hier zu bauen. Und ja, das ist eben ein Palettenkonstrukt und dann wurde angefangen am Mittwoch erst die ganzen Straßenschienen und ja, die Grundplatten zu bauen und dann die richtige Aktion eben seit Samstag. Ich bin echt sprachlos. Hast du auch schon ein Haus gebaut hier? Ich habe noch keins gebaut, aber ich will auf jeden Fall auch noch eins bauen. Und Du bekommst dann vielleicht den letzten Spot, der jeder, noch der frei braucht, ist. bekommt nämlich dann auch noch eine Urkunde, dass er eben Teil von diesem Weltrekordversuch wurde. Wow. Also Rita stellt sich jetzt gerade dort hinten an. Ich weiß nicht, wie weit sie schon in der Schlange ist. Es wird noch etwas dauern, denke ich. Also die Wartezeiten, wie sind die so? Hast du da einen Überblick? Boah, also jetzt mittlerweile schon eine Stunde. Ja. Schon eine Stunde. Aber es zahlt sich definitiv aus, wenn ihr hier dabei sein wollt beim Weltrekordversuch hier im Legoland Günzburg, wo die größte Lego-Stadt der Welt gebaut wird, dann solltet ihr euch das auf keinen Fall entgehen lassen. Und ich bin einfach begeistert, wie viel Detailreichtum hier bei den unterschiedlichen Häusern vorhanden ist und irgendwie vom architektonischen Stil jedes Gebäude ein wenig anders. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Vielen Dank für diese kleine Tour, lieber Jakob. So, nach etwa einer Stunde Wartezeit hier in der Sonne. In der prallen Sonne, ja, Rita sagt es, sind wir jetzt hier beim Bautisch angekommen. Man bekommt also hier eine graue Grundplatte, mehrere dieser 16x16 Plates für die Geschosse und jede Menge Steine, die man sich aussuchen kann. Hier mal ein kleiner Vorgeschmack auf erstens das, was Rita baut und das, was hier an Steinen so verfügbar ist. Rita, erzähl uns doch mal, was du gerade machst. Wir haben gesehen, dass manche echt coole Sachen gebaut haben. Und da wir aber nicht den ganzen Tag für das Bauen aufwenden wollten, speziell eben auch nicht, weil es in der prallen Sonne ist, habe ich mir gedacht, Christoph hat blindlings in die Schachtel gegriffen und mir Teile rausgeholt.
Und die verbaue ich jetzt alle zu einem Mega-Haus. Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich zeige euch noch die Steine, die sonst noch so in diesen Wühlkisten sind. Ganz genau wie Rita sagt, wir haben ein bisschen ans Freestylen gedacht. Es sind relativ viele Fenster und Türteile hier drinnen, auch fürs Dach jede Menge. Natürlich alle bunt gemischten Farben. Aber wir haben schon gesehen, manche Leute bauen hier wirklich ja, fast nur einfärbig, was sehr beeindruckend ist. Wir machen das ein bisschen mehr Freestyle-mäßig, auch weil wir nicht wollen, dass die anderen Leute hier wegen uns, auch wenn wir manchmal die Kamera kurz zücken, hier stundenlang warten müssen. Ja, wir filmen wieder weiter, wenn es was gibt. Nach ein paar Minuten mehr und das Brixco Wildhaus ist fertig. Rita hat mich gerade geschimpft, weil ich noch ein paar Teile ausgetauscht habe, um das Haus noch ein bisschen schöner zu machen. Er hat dieses Dach draufgesetzt und es ist mit illegalen Bautechniken versehen und wollte mein Haus zum Einsturz bringen. Ja, das dürfen wir natürlich nicht sagen, ja. Ein kleines Halloween-Detail. Wir sind ja große Halloween-Fans. Das sind Halloween-Sessel. Ihr kommt in unser Haus, das bitte gut abgesperrt ist. Also so einfach kommt man da nicht rein. Aber wenn ihr eingeladen werdet, durch diese Tür hindurch. Und dann habt ihr die Möglichkeit, durch sehr viele Türen durchzugehen. Ja. Was ich aber noch anmerken muss, das Haus ist nur gebaut worden mit Steinen, die ich mit 2 vollen Händen aus diesen Wühlkisten rausgefischt habe. Also das ist doch sehr gut. Ist doch und die Regeln waren, es muss ein Haus sein, wo eine Minifigur drin Platz hat, mit einem Fenster und mit einer Tür, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da geht das dicht und das ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Und das ist übrigens unser Studio, das leider noch nicht eingerichtet ist, weil es leider keine Sessel und gar nichts gibt. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, ob man das Haus auch in die Stadt platzieren kann. Und dann werden wir euch zeigen, wenn dem so ist, wo wir stehen. Unser Haus finden. Ja, richtig. Unser Haus in Günzburg. Stolzen Schrittes stolziert Rita in Richtung des Stadtlayouts. Wir haben sogar einen Träger für unser Haus. Heute ist wirklich alles dabei. Man bekommt so eine Urkunde, wenn man Häuser gebaut hat und darf sich die dann mit nach Hause nehmen. Ganz international. Wir haben sie auf Englisch bekommen, finden wir auch cooler. Und jetzt geht es hier rein ins Layout, wo wir unser Haus, denke ich mal, platzieren dürfen. Ich hoffe. Es hat jetzt zwar insgesamt doch 1,5 Stunden gedauert, die ganze Aktion. Wir haben mit einem Mitarbeiter geredet, der gesagt hat, es ist die Wartezeit so immer ungefähr in etwa 1 Stunde. Und dann natürlich beim Bau des Hauses sind da keine Grenzen gesetzt. Da sind Häuser dabei, die wahrscheinlich mehrere Baustunden hinter sich haben. Unseres war jetzt in, keine Ahnung, 20 Minuten fertig. Ich weiß nicht, müssen wir uns da jetzt an einen der netten Mitarbeiter wenden, der uns hilft, oder werden wir gleich sehen. Mhm. Hallo! Euer Haus fertig gebaut. Genau, wo möchtet ihr denn am liebsten hin? Also wir haben drüben einen Freizeitpark, wir haben hier den Flughafen, wir haben einen Bauernhof, wir haben drüben den Bauern selbst, wir haben Feuerwehreinsätze. Was gefällt euch denn am besten? Flughafen? Flughafen, dann? Unser Haus kommt zum Flughafen. Hier gleich beim Eingangsbereich, das ist perfekt. Schöne Startbahn übrigens, jetzt wisst ihr, warum wir keinen Flughafen in unserer Stadt haben. Auch zu viel Platz. Oho. Und ein Platz direkt bei der Startbahn. Da ist vorne, genau. Also wir gehen noch direkt auf die Startbahn, das passt. Ganz Oder so, ja. Genau. Vielen, vielen Dank. So, da könnt ihr gerne natürlich noch ein Foto machen gemeinsam hier vor eurem Haus. Ein Sehr Traum. gern. Danke. Ja. Danke. Also hier seht ihr Rita. Ihr habt ja schon geschrieben, wir sollen uns eine Wohnung in Günzburg suchen. Jetzt ist es ein Haus geworden. Wir wussten nicht, dass es einen Flughafen in Günzburg gibt. Aber wir können jetzt direkt durch unsere Gartentür Mit dem Flugzeug in das zwischen Flugzeug Wild City einsteigen. und dem Legoland hin und her fliegen. Das ist doch Jet ideal. Set Also wenn ihr hier leben. reinkommt, von dort, wo die Vitrinen sind, gleich ein paar Häuser weiter beim Flughafen ist unser kleines, Und wir aber haben feines schon einen Haus schönen Nachbarn. mit netten Nachbarn, 3 Türen Sehr an der nette Vorderseite. Coole Aktion auf jeden Fall. Ja, Es ist jetzt 1:15. Also werden wir jetzt, denke ich mal, entweder kurz shoppen gehen oder irgendwas zu essen holen. ich mache noch ein Foto. Aber Rita macht noch ein Foto, das ist ganz klar. Ja. Super Aktion.
So, Rita ist schon wieder anderswo. Ich habe nur schnell die Urkunde in den Spind getan, weil übrigens heute wenig Leute im Minifigurenatelier, da sollten wir vielleicht später auch reinschauen, auch wenn wir gehört haben, dass es noch keine neuen Teile gibt. Ja, die Aktion jetzt gemeistert mit dem Haus. Ob das alles einen Sinn hat, keine Ahnung. Hoffentlich wird der Weltrekord überhaupt gebrochen. Wir haben auf jeden Fall viel Spaß gehabt und das Coole war, wir haben im Wartebereich mit ein paar von euch gesprochen und da auch super nette, ja, einen super netten Austausch gehabt und so die Wartezeit auf jeden Fall verkürzen und versüßen können. Ich bin jetzt auf dem Weg in die Fabrik. Es ist jetzt schon kurz vor 1, aber Rita hat während der Wartezeit auf das Hausbauen ein Rieseneis gekauft und das haben wir gegessen und eben jetzt sind wir noch nicht ganz so hungrig, wie es sonst ist. Außerdem haben wir heute durch die Zugfahrt und das alles sowieso einen etwas anderen Tagesrhythmus. Der Plan für den restlichen Tag ist einfach ein bisschen treiben lassen, wie auch immer. Sonst machen wir das ja auch immer. Ist heute um einiges ruhiger als noch bei unserem letzten Besuch Mitte August hier. Was gut ist, denn da war es schon teilweise sehr voll. Ich habe auch zum Teil die Bewertungen auf TripAdvisor gelesen, eigentlich weil ich den Shuttlebus zum Legoland suchen wollte und da bin ich auf die Bewertungen gestoßen, wo viele Leute geschrieben haben, die Wartezeiten sind teilweise schon sehr extrem gewesen jetzt in der Sommerzeit. Man sieht auch hier oben bei der Fabrik, oder weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber die Leute stehen nur hier bis zu diesem grünen Rohr. Das heißt, da ist die Wartezeit vielleicht, keine Ahnung, 5, maximal 10 Minuten. Unser Weg, oder besser gesagt mein Weg, führt mich jetzt aber in die Fabrik, wo wir für euch natürlich schauen, ob es neue Teile gibt. Ihr habt uns angeschrieben, dass es bei eurem Besuch manche Teile leider nicht mehr gegeben hat. Das ist sehr schade, aber in Anbetracht der Situation, dass die Leute hier teilweise so viel gekauft haben in den letzten Wochen, ist natürlich teilweise der Fall gewesen, dass die Kisten schon teilweise Mittag oder auch am Nachmittag leer waren. Die werden dann vielleicht in der Nacht erst wieder aufgefüllt. Das heißt, es gab nicht immer alle Steine. Aber wir werden jetzt für euch reinschauen, wie es hier heute am 30. August so ausschaut. Und ich sehe, Rita steht hier bei diesem wunderschönen Mülleimer. Keine Ahnung, was sie macht, aber wir werden sie gleich fragen. Frau Kollegin, was machen Sie? Warum sind Sie nicht in der Fabrik? Ich wollte noch schnell was posten auf Instagram. Oh, das ist wieder, diese Frau ist nur auf die Klicks und den Fame aus. Ich versuche hier eine gute Dokumentation unseres Tags hier im Legoland abzuliefern und hier wird natürlich wieder nur auf den Fame geschaut. Ich schaue mal alleine rein in die Fabrik. Du kannst ja gerne nachkommen. Schalt dann bitte dein Mikrofon ein, wenn du reingehst, weil dann bin ich auch auf deine Kommentare gespannt. Ist eingeschaltet. Perfekt. Es ist eingeschaltet. Ja. Dann habe ich dich wenigstens ein wenig unter Kontrolle, wenn du, während ich da drin bist, mit anderen Männern sprichst. Schauen wir mal rein. Und es sieht auf jeden Fall sehr voll aus da drinnen. Ich melde mich dann von drinnen wieder. Ja, was soll ich sagen? Die Fabrik, ihr kennt sie. Wir wurden auch schon diverse Male bezüglich normalen Steinen gefragt, ob es die gibt, in welchen Ausführungen, in welchen Farben. Das Problem ist, dass wir normale Steine fast überhaupt nicht kaufen, denn es ist einfach so, dass wenn die nach Gewicht berechnet werden, dann kostet, keine Ahnung, irgendwie ein größerer Stein gleich mal 50 Cent und das ist dann für uns eher uninteressant. Ich sage jetzt mal, wenn ihr 2, 3 dieser grauen Steine braucht, dann müsst ihr dafür nicht extra eine Bricklink-Bestellung absetzen, aber wenn es dann doch ein wenig mehr sein soll, dann weiß ich nicht, ob sich das so dermaßen auszahlt. Wir schauen jetzt auf jeden Fall mal zu den Steinen. Ihr habt uns auch jede Menge geschrieben bezüglich Technik-Bricks. Da sind wir leider ein wenig am Abstellgleis, weil wir uns da nicht wirklich auskennen. Was ihr auf jeden Fall immer mitnehmen könnt, sind diese 1x1er. Die kosten etwa 1 Cent und auch sonst natürlich, weil speziell grau oder auch grün teure Farben sind, zahlt sich das natürlich schneller aus. Ich sehe heute hier auf jeden Fall, bin ich mir nicht sicher, ob wir die letztes Mal gesehen haben, Fenster in Pink und auch so hellpinke Fensterläden. Also entweder haben wir die letztes Mal übersehen oder gab es sie nicht. Dann gibt es natürlich nach wie vor, also ich filme jetzt glaube ich nicht das ganze Geschäft, außerdem habe ich gleich keinen Akku mehr. Diverse Fensterpaneele in verschiedenen Ausführungen.
Schauen wir mal hier herüber, da geht es dann zur Technik, da schaue ich mit euch am Schluss noch hin. Was ihr auf jeden Fall auch zum Teil mitnehmen könnt, sind diese kleineren Steine, weil die sehr leicht sind vom Gewicht her. Das heißt, da könnt ihr ein großes Säckchen mitnehmen und die kosten irgendwie, keine Ahnung, nur ein paar Euro. Die haben wir uns auch gedacht für diverse Verschönerungen da und dort. Gibt es auch in hellgrau auch solche Fliesen zum Beispiel. Das sind die eher neueren 3 Pins oder 3 Studs lang, aber in der Mitte nur 2. Dann habt ihr uns auch geschrieben, wegen dieser Teile mit dieser Schnecke, mit diesem Schnörkel, die zahlen sich fast in allen Farben aus. Die gibt es in braun, weiß, grau sehe ich sie, hellgrau und auch in beige, also tan. Da müsst ihr nur aufpassen, weil teilweise ziemlich viel anderes Krimskrams dabei ist. Wir hatten letztes Mal viele Steine, die wir eigentlich gar nicht wollten. Baumstamm-Arches, Arches auch in hellgrau. Mal hier herüber. Also, hoppla. Also ich probiere heute wieder einen neuen Modus mit der Kamera aus, das funktioniert irgendwie nicht so manchmal. Dann hier, wenn ihr irgendwie Lagerfeuer oder Bäume bauen wollt, auch natürlich möglich. Was auf jeden Fall nett ist, ist, dass sie dieses Jahr immer wieder neue Teile haben. Letztes Jahr war es ja so, dass man die Teile, wenn sie aus waren, nicht mehr bekommen hat. Heuer sieht das anders aus. Auch wegen den Zäunen habt ihr uns angeschrieben. Diese mit den schönen Verzierungen innen gibt es in schwarz, weiß und in Gold. Da müsst ihr nur aufpassen, weil teilweise auch diese hier dabei sind. Die sind auch ziemlich teuer geworden auf Bricklink. Dann die hier für Eisenbahnen habe ich letztes Mal nur in schwarz gesehen, direkt daneben. Heute auch hier in weiß. Kann aber natürlich sein, da letztes Mal wirklich so viel los war, dass wir das ein oder andere Teil verpasst haben. Dann hier natürlich Palmblätter in allen erdenklichen Formaten und Farben. Da könnt ihr auch immer gut zuschlagen. Und jetzt schauen wir mal zu den Fliesen, weil dort irgendwie jetzt gerade keiner ist und wir da sehr gerne was nehmen, ob es hier irgendwas Neues gibt. Kätzchen sehe ich, das vermisste Kätzchen. Das ist ein sehr beliebtes Teil. Dann diverse Fliesen in braun, auch hier so Dreiecksfliesen. 1x1. Es sind aber auch schon einige Boxen wieder umgedreht. Also es ist nicht so, dass es das volle Sortiment gibt, so wie es aussieht. Aber hier auch die Weltkarten und Honigwaben noch am Start. Schauen wir mal zur Rita, sie ist, oh, was ist hier los? Gibt es in der Vitrine was Neues? Ich habe mein Mikrofon ausgeschaltet. Wir reden jetzt mit Rita einfach nicht mehr und widmen uns alleine der Vitrine. Schafspelz gibt es, dann diverse Tierchen, also alle, die hier so ein gelbes Schild haben, sind, soweit wir das gesehen haben, neu, wobei neu unter Anführungszeichen, da ist dieses letzte Mal ja schon gab, Babykrokodile aus diesem Mission-Set, Babykätzchen und so weiter. Blumen bitte nicht vergessen, wir wurden informiert, es gibt die Blumen nicht mehr, diese 3-blättrigen Stängel, die gibt es, aber die sind jetzt in der Vitrine, die muss man extra bestellen, sind aber vom Preis her gleich, also da hat sich nichts geändert. Dann ein kurzer Blick auf die Tiere. Friends, diese Kühe scheinen auch sehr beliebt zu sein. Anglerfisch, Babyelefant, Rochen. Dann nochmal ein Friends-Pferd, Hai auch hier unten in Sand Blue. Das Zebra scheint sehr beliebt zu sein für 3 Euro pro Stück aus diesem einen Friends-Set. Der weiße Löwe, ich habe die Jungle Rescue Sets oder wie auch immer sie heißen, Wildlife Rescue Sets gehen auch jetzt demnächst aus dem Sortiment. Das heißt, da solltet ihr noch das Set oder den Löwen eurer Wahl nehmen auf jeden Fall. Dann schauen wir noch hier rüber zu Rita. Ja, wir hören. Die sind vielleicht interessant, oder? Ich glaube, wir haben das letzte Mal die dunkelbraunen mitgenommen, die auch hier unten drinnen sind. Warte. Aber diese rotbraunen haben wir nicht mitgenommen. Das könnte sein. Ja, Rita, dann richte uns doch ein nettes Säckchen zusammen. Dann gibt es jetzt wieder, da habt ihr uns auch angeschrieben, 1x1er Baumstämme oder Fliesen in rund mit Baumstammoptik. Großen habe ich noch nicht gesehen. Und ich hatte übrigens gerade eine nette Unterhaltung. Es gibt jetzt wieder Valentinstagssets. Jetzt im August, ja. Nämlich, jetzt kommen bald die Adventkalender. Weiß nicht, ob ihr es gehört habt.
Es kommen bald die Adventkalender und ja, es gibt Valentinstag. Nein, das gibt's nicht. Jede Menge umgedrehte Boxen hier. Wir gehen da gar nicht drauf ein. Hier bei den Blättern, hier haben Sie jetzt auch die Angabe, dass diese großen Blätter, das Teil X8, hier jetzt in der Vitrine an der Kasse zu haben ist. Und hier jede Menge, wow, wir haben in letzter Zeit so viel eingekauft, deswegen nehmen wir heute wahrscheinlich nicht so viel mit. Außerdem können wir in Anbetracht der Zugfahrsituation, der Zug war zum Bersten voll, den können wir gar nicht so viel mitnehmen, weil wir das gar nicht in den Zug hineinbekommen. Die Leute werden wahrscheinlich auch keine Freude haben, wenn wir beim Heimfahren mit 5 Säcken zusteigen. Hier auf jeden Fall verschiedene Farben Blätter und auch Büsche. Ich glaube, wir haben nicht mehr viele Büsche zu Hause. Die haben wir nämlich dieses Jahr noch gar nicht gekauft und die sind am Ausgehen. Hier auch schön in diesem Braunton. Und man sieht, die Mitarbeiter sind hier wirklich laufend am Auffüllen, aber es passiert eben so viel, es wird so viel gekauft, da ist kein Problem. Wir sind heute relativ spontan hierher gefahren, haben keine großen Pläne, was wir einkaufen. Wow, auch hier cool. Ihr seht nichts, 2x8er Fliesen in hellgrau, die sind auch sicher eher neuere Teile. Fliesen haben sie jetzt überhaupt eine sehr, sehr gute Auswahl, auch wenn ihr Pizzen braucht. Irgendwo hat es auch die Pizzakartons noch gegeben letztes Mal. Schauen wir noch mal zu Rita rüber. Sie hat schon was, ein Säckchen in der Hand, ich weiß nicht, sie kauft Büsche. Sehr gut. Da sind wir natürlich dabei. Was sie auch auf jeden Fall jetzt mehr haben, sind diese ganzen neuen Teile, die wir überhaupt noch nicht kennen, wie zum Beispiel diese runden 3x3 Fliesen. Ich glaube, die haben wir zwar irgendwann schon mal gekauft, aber das sind Teile, wo ich mich nicht erinnern kann, dass wir die irgendwo mal verbaut haben. Bei unseren Eigenkreationen sowieso nicht und auch bei Sets nicht. Vielleicht war es zwar irgendwo mal dabei, aber das hat dann wahrscheinlich meine oder Ritas Mutter aufgebaut. Hier auch dieses Bild mit dem Schiff, immer sehr beliebt bei uns, kommt fast in jedes Gebäude rein. Und wir machen jetzt, weil ich das letzte Mal nicht gemacht habe, einen kurzen Blick über die Techniksets. Die sind alle limitiert auf 100 Gramm pro Stück und pro Person, pro Einkaufstag, wie auch immer ihr wollt. Und wir wurden da informiert, dass es da Teile gibt, die kosten pro Stück irgendwie, keine Ahnung, 6 Euro oder so. Das waren zwar, glaube ich, irgendwelche Reifen, aber die sind zum Teil sehr selten. Wahrscheinlich sind es nicht irgendwelche normalen Pins oder Achsen, sondern schon irgendwas anderes. Also von denen haben wir so viele, da könnten wir auch ein eigenes Technikset bauen, glaube ich. Von denen hier auch übrigens. Aber bei Technik sind wir jetzt wirklich leider keine Experten. Wobei ich gesagt habe, wenn Tim mal ein bisschen größer ist, dann möchte ich mit ihm gerne auch diverse Techniksets aufbauen und vielleicht gibt es dann auch Technik bei uns. Jetzt momentan ist uns das zu viel oder vielleicht wieder mal, weil die Techniksets eigentlich sehr, sehr cool sind. So, für erstens mal fast an diesen geriffelten Baumstämmen vorbeigegangen. Ein Fehler. Wir haben welche eingepackt. Und es gibt bitte Mauersteine in verschiedensten Farben, nämlich diesen Neon, rosa, pink. Ich glaube, das kommt auf der Kamera gar nicht so gut raus, aber die sind ein bisschen heller wie die Boxen. Genau. Dann in dunkelrot. Dunkelrot, einmal zwei, weiß. Einmal leer, einmal weiß, auch sehr selten, wie wir gehört haben. Ich mache kurz weiter, damit du nicht... Dunkelgrau und hellgrau. Ja. In dunkelbraun. Braun. In Sand. Also Tan, in Dark Tan. In dem Nougat. Das war jetzt zu schnell, ich habe sie nicht gesehen. Ja. Nougat bzw. Dark Orange und dann noch in dem Lavendelfarben. Wenn große das eine Auswahl ist. Zum Teil auch in 2 und in 4er Breite. Also bei Mauersteinen seid ihr hier wirklich gut beraten. Wie gesagt, auch hier bitte zuschlagen bei diesen 1x1ern, speziell bei vielen Farben. Die kosten ungefähr einen Cent. Dunkelgrün, grau, braun, was auch immer ihr braucht hier zum Unterfüttern oder für die Verzierungen in eurer Stadt. Füttern der Kätzchen. Ich werde langsam hungrig. Ja. Man merkt es, Rita, wenn sie Hunger hat, dann... Müde und hungrig. Ganz schlecht. Will sie essen, deswegen gehen wir jetzt mal. Wir haben hier, glaube ich, alles gefilmt. Es gibt auch jede Menge runde Plates und spektakuläre Fliesen, die eher neu sind. Hier auch für eure Minifiguren. Das gibt es übrigens auch in
Grau in hellgrau. Ja. Wir haben ein paar von diesen kleinen Plates genommen, einfach für die Stadt. Hier auch 2x4 mit 2 Noppen. Heute ist es hier sehr angenehm. Sehr angenehm und trotzdem habe ich. Gut, dann gehen wir mal essen.